Hallo, wir haben heute allerfeinstes Unterhosenwetter und wollen das dafür nutzen, unsere kleine Scheune hier abzureißen. Denn dort soll ein provisorischer Unterstand für unseren Pickup hin. Der muss nämlich über den Winter mal ein bisschen repariert werden. So ein kleines Nebenprojekt. Leider können wir die Scheune aber nicht einfach mit dem Bagger kurz und klein hauen. Das funktioniert nicht. Auf der Rückseite gibt es noch ein Gebäude, das möchte stehen bleiben. Und rundherum gibt es auch noch ein paar andere Rahmenbedingungen, die das Ganze erschweren. Die werde ich euch erst einmal zeigen. Dann zeige ich euch das Gebäude, wie das vorher aussieht und warum man das wirklich abreißen muss. Und dann geht es auch schon los mit dem Abriss. Wir wünschen euch auf jeden Fall wie immer viel Spaß beim Video. Hier seht ihr jetzt die Südseite der kleinen Scheune. Hier war ja wie gesagt noch ein Dach angeflanscht. Mal schauen, ob ich noch ein Bild finde. Dann hänge ich das jetzt noch kurz mit ins Video, wie das mal ganz früher aussah, bevor wir hier abgerissen haben. Aber ihr seht auch hier, die Bausubstanz ist jetzt nicht mehr so pralle. Das ist auch alles ein bisschen eigenartig gebaut. Alles historisch gewachsen, wie sie das Geld hatten, haben sie es halt gebaut, das ganze Ding. Also mit der Mauer hier vorne ist gar nichts mehr los. Der Dachstuhl ist noch erstaunlich gut. Hier hinten die Wand zum Nachbarn zu. Die lassen wir jetzt erstmal stehen. Denn wir wollen ja wie gesagt hier so ein Provisorium an Schleppdach dran bauen. Und da brauchen wir auch irgendwas, wo wir das Schleppdach festmachen. Deshalb bleibt das so. Jetzt gehen wir mal rein in die gute Stube. Wir haben jetzt hier einen ehemaligen Schafstall. Das war mal ein Schafstall hier. Den haben wir schon, soweit es geht, ausgeräumt. Das machen wir jetzt noch mal ein bisschen hübsch. Hier hinten Sandsteinwand. Hier oben wieder die Wand zum Nachbarn rüber. Oben ist eine Venko-Decke. Das ist sozusagen so eine Decke mit Backsteineinlagen. Ist das hier, glaube ich. Die kommt auch schon ganz gut durch. Also die hängt ziemlich durch. Hier seht ihr schon den Eisenträger. Der hat ja schon einen gewaltigen Spalt. Oben drüber war wohl mal ein Kreuzgewölbe, das haben sie rausgemacht. Das ist alles ein bisschen murksig. Aber naja, gut, ist halt jetzt auch einfach nur fertig. Das Ding zu sanieren, an der Stelle hier die Decke zu sanieren, das ist für uns nicht möglich. So, jetzt schauen wir mal auf das ganze Ding hier aus westlicher, südwestlicher Richtung. Also wir werden jetzt quasi von hier hinten dieses Gebäude abtragen, abreißen, wie auch immer, bis zum Ende des Fachwerks. Das fliegt alles raus. Die Sandsteinwand hier unten, die bleibt stehen. Dort wollen wir für das Schleppdach die Sparren auflegen, damit wir das Auto reinschieben können. Und ja, so sieht das ganze Ding von der Seite aus. Selbst dieses kleine Gebäude besteht aus 2 Bauabschnitten. Man sieht es von außen nicht, aber innen ist es so. Wir haben hier vorne einmal einen ehemaligen Pferdestall. Hier, das war der Hundezwinger, da liegt doch noch eine halbe Katze irgendwo drin. Oder? Ne, die Katze haben wir schon weggeräumt. Hier geht es dann rüber zum Schafstall. Das ist hier so rangefrumst. Und hier haben wir ein schönes, wunderschönes Kreuzgewölbe. Aber das hilft alles nichts, weil es ist komplett im Arsch. Hier hinten ist jahrelang das Wasser reingelaufen. Das heißt auch hier die Außenwand, der Brandgiebel, der ist noch okay. Dadurch, dass es Sandstein ist, verträgt er ein bisschen Feuchtigkeit. Und hier ja, waren halt die Futtertröge für die Pferde. Hier geht es wieder rüber zum Schafstall. Ja, ich sag mal so, die Decke sieht ganz nett aus, aber das war es auch schon mit den Vorteilen dieses Raumes. Ihr seht hier das Kreuzgewölbe, wo es aufhört, wo es über den Türsturz geht. Dort gibt es auch schon den einen oder anderen kleinen Riss im Putz. Das ist ja schon 2 cm abgesackt. Deshalb weg das Ding. Wir können es einfach überhaupt nicht gebrauchen. Wir müssen hier irgendwie das Auto reinkriegen, sonst vergammelt das komplett. Und hier sieht man auch ganz gut, dass es 2 Bauabschnitte waren. Nämlich zum einen ist hier der Pferdestall und das war ursprünglich mal die Außenwand. Und dann wurde hier dieser Meter nach außen dran gebastelt. Also das war wirklich bloß so ein klitzekleiner Pferdestall. Wir befinden uns jetzt auf dem Nachbargrundstück. Ihr seht schon, die Scheune hatte noch nie ein Dach drin. Das ist immer hier direkt runtergetropft. Hier oben ist auch ein kleines Loch im Dach. Die Sparren da oben sind schon weggegammelt. Dem Brandgiebel geht es erstaunlicherweise noch gut. Er steht auch noch halbwegs gerade, den lassen wir stehen. Und hier haben wir als Herausforderung ein Plastikdach, was wir möglichst wenig beschädigen wollen. Das werden wir dann erst einmal abdecken, mal gucken, was wir da machen. Aber das seht ihr ja dann bestimmt gleich im Video.
wie wir das Problem lösen. So, jetzt begeben wir uns mal auf das erste UG. Ihr seht schon hier wirklich sehr helle Räume. Ein großzügige Dachfenster. Hier hat der Architekt sich wirklich was dabei gedacht. Ein Wohlfühltraum, wie man ihn sonst nur selten findet. Auch diese Vintage-Balken hier hat wirklich viel Arbeit gemacht, die so aufzubereiten, dass die so aussehen, als ob sie komplett vergammelt sind. Ja, hier die Eckpfosten, hier ist auch jahrelang das Wasser reingelaufen. Schwuppdiwupp, da unten war es weg. Ich habe jetzt hier schon mir solche Paneele gebaut, damit man hier überhaupt über den Boden laufen kann. Denn der besteht zu großen Teilen nur aus Löchern. Da ist alles weggegammelt. Aber man will ja hier sicher laufen beim Abriss. Auch hier schönes Dachfenster, ein bisschen ungewöhnliche Form, aber lässt viel Licht rein. Habt auch viel frische Luft. Hier oben haben wir noch ein Stückchen Heugebläse vergessen abzusägen oder abzunehmen beim ersten Abriss. Das holen wir jetzt nach. Ja, den Dachstuhl wollen wir ein bisschen recyceln. Also je nachdem, wie gut die Qualität der Sparren und Petten ist, wollen wir die dann als Träger für unser kleines Flachdach nehmen. Also das ist wirklich nur ein sehr murksiges Flachdach. Hauptsache der Pickup steht trocken. Ja, viel mehr gibt es zu dem Häuschen erstmal nicht zu sagen. Wir räumen jetzt erstmal aus, decken drüben das Kunststoffdach ab und legen dann los mit dem Abtragen der Dachziegel. Man muss dazu sagen, dass es weder unser erstes noch unser letztes Dach ist, was wir hier abtragen, ohne das Nachbargrundstück zu beschädigen. Deshalb haben wir immer einen kleinen Vorrat an Matratzen da. Den nutzen wir jetzt einfach, um das Kunststoffdach abzudecken. So, das Dach ist jetzt abgedeckt. Ich hoffe mal, dass die Dachziegel nicht kaputt gehen, wenn sie runterfallen. Kann man ja noch mal nehmen. Auf der Seite zu dem Kunststoffdach rüber müssen wir besonders vorsichtig beim Abdecken sein. Hier nehmen wir die untersten 4 Reihen alle von Hand ab und achten darauf, dass nichts runterfällt. Wenn wir dann hier mit dem Anfang fertig sind, dann können wir mit unserer Spezialstrategie weiterarbeiten. Das geht ein wesentlich schneller, das seht ihr dann gleich. Die Dachziegel werfen wir alle in den Hof. Dort ist nämlich eine Betonfläche. Da können wir mit dem Frontlader ganz hervorragend hantieren zum Aufräumen. Das geht dann ratzifatzi. Wir werfen die Dachziegel extra nicht direkt in die Schaufel, da wir befürchten, dass sich dann doch mal ein Dachziegel löst und auf unser schönes Pfarrhaus kracht. Da haben wir überhaupt nichts gekonnt. Deshalb lieber einmal hinterher kehren, anstatt die Kabine kaputt zu hauen. Beim Abdecken der Hofseite können wir jetzt auf unsere Spezialtaktik zurückgreifen. Das haben wir schon bei der großen Scheune angewandt. Und zwar schubsen wir die Dachziegel einfach mit einer langen Latte von unten von den Latten runter. Das hat den Vorteil, dass wir nicht auf das nicht begehbare Dach hochklettern müssen, denn die Latten sind wirklich alle Schrott und auch die Sparren sind nicht mehr so toll, dass es sich lohnen würde, wegen ein paar alten Dachziegeln da hochzuklettern. Viel besser geht es aber noch mit einem Obsthaken. Das seht ihr jetzt auf der linken Seite. Dort kann man nämlich die Dachlatten gleich mit raushauen, weil alle Nägel vergammelt sind. Also das Abdecken geht damit wirklich sehr zügig. Das haben wir schon ein paar Mal erprobt und haben festgestellt, dass das für uns so am allerbesten funktioniert. Als nächstes müssen die Sparren dran glauben. Die sägen wir
ziemlich weit oben ab, da wir die lange Seite noch benutzen möchten für unser Schleppdach. Und da müssen wir uns beim Abriss einfach ein bisschen mehr Mühe geben als bei den anderen Komponenten. So, wie ihr seht, wird es langsam dunkel. Wir zünden jetzt unsere Arbeitszeitverlängerung. Und dann schauen wir mal, ob das wirklich den Effekt hat, den wir uns wünschen. Machen wir den Schalter noch an. Ja, so kann man arbeiten. Geht so. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Hier könnt ihr auch gleich mal eins unserer Lieblingswerkzeuge für den Abriss bestaunen. Und zwar ist das ein 4 Meter langer Obsthaken. Mit dem kann man ziemlich viel anstellen und vermeidet auch brenzlige Situationen, weil man ja meistens 4 Meter weg von der Arbeit ist. Jetzt kommen wir zum lustigen Teil, und zwar fliegt jetzt die Fachwerkwand raus. Zuallererst haben wir natürlich die Holzstifte alle entfernt und jetzt müssen wir das Ganze nur noch vom Dachstuhl trennen und dem einen kleinen Schubs geben. So, jetzt kommt die Wand weg. Zwei, sieb, drei, weg! Hast du gewackelt? Schon alles zerlegt. Jetzt können wir in Ruhe den Rest vom Dachstuhl umhauen, und zwar das Gestell für die Mittelfette, Oberfette, Superfette, keine Ahnung wie die Dinger heißen. Die Dachdecker unter euch können ja mal reinschreiben, wie das eigentlich heißt. Würde mich wirklich mal interessieren. Soweit sind wir jetzt erstmal durch mit der Aktion Dachstuhl und Obergeschoss abreißen. Auf dem ganzen Grundstück wird es jetzt so langsam mal ordentlich, aber wir haben jetzt erstmal eine ganze Menge aufzuräumen. So, für heute sind wir fertig mit dem Abriss. Wir haben den Dachstuhl komplett entfernt, wir haben die obere Etage, die Seitenwand entfernt, die ganzen Fetten rausgebaut, alles weg, Besen rein. Nächster Akt wird dann hier drüben diese Mauer werden, dann haben wir jetzt festgestellt, die hält nicht mehr. Die ist so lavede, wollten wir eigentlich erhalten, aber keine Chance. Brauchen wir was Neues, müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, da kommt ein Haufen Schutz zusammen. Wir hoffen wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so war, lasst ein Abo da und schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.